Hallo, wie ihr sicher wisst, haben wir ja 9 verschiedene Steinsorten im Sortiment. Und um die euch mal präsentieren zu können, habe ich mir heute einen Gast hergeholt. Sascha Heuer, Aqua-Artist. Hallo. Ihr werdet ihn sicher alle kennen. Sascha, du bist ja sozusagen ja ausgewiesener Experte für Steine. Vielleicht kannst du so ein bisschen was zu unserem Sortiment erzählen. Klar, gerne. Machen wir doch den Anfang hier mit unserem Rock Zebra Stone. Sascha, was fällt dir denn so zu diesem Stein ein? Der Stein hat ziemlich gerade Bruchkanten, das heißt für einfache Layouts auf jeden Fall super gut zu verwenden. Man kann ihn schön zusammenstellen und kann da ein bisschen großflächigere Steinformationen mitbauen. Ist leicht kalkhaltig, das heißt gibt ein bisschen Kalk ans Wasser ab. Ist auch sehr schön mit diesen, wie der Name schon sagt, zebrafarbenen Musterungen mit den Streifen drin, mit den Quarzanlagerungen. An sich ein sehr, sehr, sehr schöner Stein. Gut, dann wechseln wir gleich direkt auf die andere Seite. Machen wir doch mal weiter mit dem Rock Grey Mountain. Was kannst du uns denn zu diesem Stein erzählen? Ja, das ist ja eigentlich so der Klassiker in der Aquaristik. Gibt es schon ewig lange, gibt schon super geile Layouts damit. Schön zerklüftet, sieht aus wie eine Felsformation, also damit kann man super Gebirgslandschaften nachbilden. Ist allerdings halt auch kalkhaltig, ein bisschen mehr als der Zebra Stone. Deswegen ja, sollte man halt auf jeden Fall bedenken, wenn man da Weichwasser liebende Fische einsetzt, dass man da vielleicht ein bisschen entgegenwirkt mit zum Beispiel pH- von euch, ne? Aber ja, an sich super geiler Stein, gefällt mir richtig gut. Und ja, der Klassiker halt. Wo wir gerade beim Thema Klassiker waren, was fällt dir denn noch zu diesem Stein ein, unserem Rock Quartz Grey? Ja, ist im Prinzip von der Struktur dasselbe wie der Rock Grey Mountain. Nur durch die schwarze Färbung, also durch die dunkle Färbung, sehr, sehr schön, dass man halt diese Einlagerung von dem Quarz richtig schön sieht. Kommt im Aquarium richtig gut und ist halt auf jeden Fall auch ein Hingucker. Ist auch leicht kalkhaltig, nicht so sehr kalkhaltig wie der normale, aber ja, gibt halt auch leicht Kalk ans Wasser ab. Apropos kalkhaltig, was mache ich denn, wenn ich mir bei einem Stein nicht sicher bin, ob er jetzt Kalk enthält oder nicht? Gibt es eine Möglichkeit, das schnell und unproblematisch zu überprüfen? Ja, auf jeden Fall gibt es eine Möglichkeit. Die einfachste Möglichkeit, wenn wir jetzt schon hier bei euch sind, ist Cera pH-. Ist ja eine Säure. Und wenn ihr jetzt einen Stein habt, wo ihr euch nicht sicher seid, den beträufelt und der anfängt zu sprudeln, dann ist da Kalk drin. Ich als Chemiker habe ja mal gelernt, die starke Säure vertragt die schwächere Säure aus ihren Salzen. In dem Fall wäre das die Kohlensäure, die quasi aus dem Stein getrieben wird, als CO2. Was ihr auf jeden Fall achten solltet, ist, wenn ihr das testet mit pH- oder sonstigen, dass ihr das an einer unauffälligen Stelle macht, weil manche Steine werden an dieser Stelle, wo das dann reagiert, verfärben die sich, also werden dunkel oder ja, rötlich oder so. Deswegen immer an einer Stelle testen, die ihr vielleicht später nicht im Layout wirklich seht. Die meisten unserer Steine gibt es in 3 Größen, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Einmal in der Größe XXL, L und als kleinste Größe SM. So könnt ihr euch ganz nach euren Ansprüchen und Bedürfnissen die passende Größe aussuchen. Als kleinen Pro-Tipp noch, wenn ihr euch Steine kauft und noch ein paar Details einarbeiten wollt, kauft euch noch einen in S und M oder S bis M und nehmt euch zu Hause einen Hammer, Schutzbrille, haut den klein und so könnt ihr ein paar kleine Detailstücke von diesem Stein ins Layout mit integrieren, um das Ganze ein bisschen natürlicher wirken zu lassen. Wir haben euch ja jetzt hier 3 relativ ähnliche Steine präsentiert, aber das ist natürlich nicht unser komplettes Steinsortiment. Um euch die Vielfalt unseres Steinsortiments zu zeigen, bauen wir jetzt kurz um und dann sehen wir uns wieder. So, wir machen weiter mit den wahrscheinlich 3 bekanntesten Steinsorten in der Aquaristik. Angefangen hier mit unserem Rock Dragonstone. Ja, ist ein sehr, sehr weicher Stein auf jeden Fall. Hat also ist lehmhaltig, sollte man vorher auf jeden Fall gut abwaschen. Und bei dem Stein ist halt der Vorteil, dass der auch, wenn man ihn zerbricht, was ziemlich leicht bei dem Stein geht, dass der dann immer noch eine schöne Struktur und Form hat und man ihn schön verwenden kann. Und auch gut aneinander kleben kann oder ja, übereinander stapeln kann, sodass es halt alles natürlich aussieht. Sascha, wie sieht es denn bei dem Rock Dragonstone mit dem Kalkkalk aus? Haben wir hier einen kalkhaltigen Stein oder einen kalkfreien? Nee, einen kalkfreien Stein, also der gibt nichts ans Wasser ab an Härte. Ist auch sehr gut, gerade auch für Aquascapes oder für Layouts, die weiches Wasser benötigen. Und wie die meisten anderen Steine haben wir den auch in 3 verschiedenen Größen. Einmal die Größe SM, die Größe L und natürlich auch in groß in der Größe XXL. Als nächstes haben wir hier unseren Rock Red Lava. Was fällt dir denn dazu ein, Sascha? Ist auch ein sehr natürlicher, schöner Stein. Mit den großen Poren natürlich auch eine super Siedlungsfläche für Bakterien.
was einen guten Vorteil bringt. Man kann ihn gut bepflanzen, kann ihn auch gut bearbeiten. Das heißt, mit dem Hammer und Meißel kann man da auch schöne Stücke rausbrechen, kann die nochmal neu zusammenformen. Ist halt sehr dankbarer Stein. Wie sieht es denn hier mit dem Kalkgehalt aus? Auch nicht, es gibt nichts ans Wasser, aber es kann ab und zu mal sein, dass Einschlüsse sind von irgendwelchen Steinen, wo durch die Lava halt eingeschlossen werden, wo vielleicht Kalkablagerungen drin sind, ist aber in der Regel nicht der Fall. Wenn man jetzt zum Beispiel helle Einschlüsse oder sowas hat man jetzt bei dem zum Beispiel nicht, kann man es trotzdem mal testen mit pH-, aber in der Regel zu 99% ist er nicht kalkhaltig. Und kommen wir hier zu einem Klassiker der Aquaristik, zu unserem Rock Holdstone. Ja, das ist genau das Gegenteil zu den anderen beiden Steinen. Das ist, glaube ich, der kalkhaltigste Stein von allen. Besteht nicht auch, glaube ich, zu wie viel Prozent aus Kalk? Ein hoher Prozentsatz, da bin ich mir ganz sicher. Ja, also der härtet das Wasser auf jeden Fall extrem auf. Ist einer der Urgesteine, wortwörtlich, ne, der Aquaristik. Ich glaube, das war sogar der erste Stein, der, glaube ich, importiert wurde damals. Sehr, sehr schöner Stein, gerade so für Malawi-Becken oder sowas. Die klassische Variante, eignen die sich gut, sehen schön aus. Lassen sich eher schlecht bearbeiten, das heißt, wenn man die klein kloppt, wenn man sie klein bekommt, weiß man halt nicht, die brechen wahrscheinlich gerade an den Löchern, dann hat man halt diese scharfen Kanten da dran. Deswegen den dann lieber so benutzen, wie er ist, aber ist halt extrem aufwertend. Jetzt haben wir hier ja 3 Evergreens unter dem Hardscapes vorgestellt. Wir bauen jetzt kurz um und präsentieren euch die nächsten 3 Steine aus unserem Sortiment. Ja, wir haben unsere nächsten 3 Steintypen hier aufgebaut. Sascha, was kannst du denn hier zu unserem Rock Grand Canyon sagen? Ja, wie der Name schon sagt, sieht aus wie aus dem Grand Canyon. Damit kann man schöne Gebirgslandschaften nachbilden. Die weißen Quarzeinschlüsse sind ein super Kontrast zu dem rötlichen Stein. Also finde ich echt super. Kann man auch relativ leicht bearbeiten. Also nicht so einfach wie zum Beispiel den Drachenstein. Aber lässt sich auch gut bearbeiten. Mit dem Hammer und dem Meißel kann man da schöne Stücke rausbrechen und die Bruchkanten sind auch nicht so gerade wie bei anderen Steinen. So. Ist auch ein sehr dankbarer Stein. Sowohl den Rock Grand Canyon als auch unseren Rock Asian Pagoda, den wir hier vor uns haben, haben wir in 3 verschiedenen Größen, also in XXL, L und SM. Sascha, was kannst du uns denn hier zum Rock Asian Pagoda sagen? Also erstmal sind alle 3 Steine, was hier stehen, kalkhaltig, geben halt so Kalk ans Wasser ab. Und der Rock Asia Pagode macht sich auch sehr gut als Canyon, wenn man ein Aquarium einrichtet. Sieht aus wie eine Schlucht, also im Miniaturformat. Sehr, sehr schöner Stein. Den kann man übrigens nicht zerbrechen. Also da beißt man sich, glaube ich, die Zähne dran aus. Der ist ziemlich hart. Und wie gesagt, kalkhaltig und super schön von der Struktur. In dem Stein kann man ganz gut zeigen, dass wenn man diesen Kalktest macht, mit dem pH- zum Beispiel, dass man nicht nur an unauffälligen Stellen testen sollte, sondern auch an mehreren Stellen. Bei dem Stein ist es nämlich so, dass der jetzt zum Beispiel hier an der Bruchkante nicht kalkhaltig ist, wie man sieht. Da passiert nichts. Wenn man hier auf das Weiße geht, da sieht man, fängt es an zu bitzeln. Zwar nicht so stark wie jetzt wie beim Zebrastein oder sonst oder beim Lochgestein, aber man sieht, dass eine Reaktion da ist. Deshalb immer an verschiedenen Stellen testen. Zum Abschluss haben wir hier noch unseren Rock Desert. Auch den haben wir wieder natürlich in 3 verschiedenen Größen. Sascha, was fällt dir denn zu diesem Stein ein? Ja, wie gesagt, auch kalkhaltig und ist von der Struktur her ein bisschen grober als der Rock Asian zum Beispiel. Gefällt mir von der Farbe her sogar ein bisschen besser, weil er ein bisschen mehr ins natürliche Bunte reingeht, was so eine Wüste wieder gibt. Auch sehr schöner Stein, den man übrigens auch nicht zerbrechen kann, weil er ziemlich hart ist. Auch unseren Rock Desert haben wir in 3 verschiedenen Größen. Und nachdem ich euch die anderen Male immer nur unsere Kurzbezeichnungen genannt habe, möchte ich euch zum Schluss nochmal erklären, was sich genau dahinter verbirgt. Hinter der Größe XXL verstecken sich bei uns Steine mit einem Durchschnittsgewicht von ca. 6 Kilogramm. Mit der Größe L kennzeichnen wir Steine mit einem Gewicht von 2 bis 3 Kilo. Und mit der Größe SM Steine mit einem Durchschnittsgewicht zwischen 0,6 und 1,4 Kilogramm. Nachdem der Sascha euch ja schon unsere Steine vorgestellt hat, möchten wir euch heute auch noch unser Holz vorstellen. Zum einen unser Scaper Root, das wir in 3 verschiedenen Größen haben. In der Größe XS, in der Größe S und in der Größe M. Sascha, was fällt dir denn so zu dem Holz ein? Was kann man denn darüber an Besonderheiten erwähnen? Ja, das ist eigentlich eines der schönsten Hölzer, die es auf dem Markt gibt. Schön von der Farbe her, schön strukturiert. Kann man natürlich auch zerbrechen und Details verwenden. Ja,
sehr, sehr schönes Holz. Unter Wasser auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Dieses Schwarz mit diesem leichten Schimmer gefällt mir sehr gut. Ja, und ein großer Vorteil ist noch, dass man bei den Hölzern sehr, sehr wenig Bakterienrasen hat, im Gegensatz zu anderen Hölzern in der Art. Dann haben wir hier vorne noch unser Scaperwood in 2 Größen, der Größe M und L. Schön auf den Schieferplatten bereits vormontiert. Sascha, was fällt dir denn dazu ein? Ja, es war ja sehr, sehr praktisch, dass das Ganze schon auf Schieferplatten vorgeklebt oder vorgeschraubt ist. Verschraubt, ja. Verschraubt mit Edelstahlschrauben wahrscheinlich. Ne? Natürlich. Rostfrei, perfekt, direkt für den Einsatz. Man muss es nicht vorher wässern und ist auch perfekt für Wälze und raspelnde Fische, dass die halt ja, ihre Verdauung in Schwung bringen können dadurch. Holz ist oft ganz wichtig in der Ernährung. Ja. Nachdem wir euch nun unser komplettes Hardscape-Sortiment präsentiert haben, spiele ich nochmal den Pass rüber zu Sascha, um mich zu bedanken, dass er hier war. Sascha, was kannst du uns noch auf den Weg geben? Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Und ja, wie das Ganze hier bearbeitet wird, beziehungsweise wie Steine verklebt werden und ein Aquarium angerichtet wird, das zeigt euch in einem der nächsten Videos noch Aquadicted. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert. Nein, auf keinen Fall, Sascha. Kevin und André von Aquadicted waren parallel hier und haben uns ein Becken mit einem Hardscape aufgebaut. Wie Kevin das Becken mit unseren Steinen eingerichtet hat, seht ihr in einem der folgenden Videos. Und vergesst auf keinen Fall, uns auf Instagram zu folgen. Abonniert unseren Kanal, folgt Sascha, folgt den Jungs von Aquadicted. Und dann sehen wir uns bald hoffentlich wieder hier. Ja. Tschüss. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.